Mit dem Start in den Dezember bereiten sich jetzt auch die gemischten Portfolios auf das Ende eines ereignisreichen, überdurchschnittlichen, leider aber auch unausgewogenes Finanzmarktjahr vor. Aktuell müssen wir dabei beobachten, dass sich die konjunkturelle Schere zwischen den USA und der Eurozone weiter öffnet. So sind die Einkaufsmanager-Indizes die wohl zuverlässigsten Konjunkturfrühindikatoren für die nächsten 3 bis 6 Monate in den USA wieder gestiegen, während sie in der Eurozone gefallen sind. Mit moderaten Inflationsraten, aber den nach wie vor existierenden politikbedingten Inflationsrisiken in den USA erwarten jetzt die Investoren für die Eurozone deutlich mehr Zinssenkung, als sie das für Amerika tun. Diese Ausweitung der Zinsdifferenz hat auch zu einer kräftigen Aufwertung des US-Dollars geführt. Wir haben von dieser Bewegung profitiert aufgrund unserer Long-Position beim US-Dollar, aber auch bei deutschen Staatsanleihen. Mittlerweile ist der Zinsvorsprung des Dollars aber historisch hoch und wir haben Gewinne mitgenommen. Auch an den Aktienmärkten öffnet sich die Performance-Schere zwischen den USA und der Eurozone weiter. Seit Anfang Oktober haben die amerikanischen Aktienmärkte Europa um mehr als 9% outperformt. Dieses angesichts der robusten Unternehmensgewinnentwicklung durchaus nachvollziehbar. Allerdings belasten nach wie vor die hohen Bewertungen und auch die euphorische Stimmung. Die Jahresendsaisonalität dürfte allerdings den hohen Bewertungen und auch der euphorischen Stimmung etwas entgegenzusetzen haben, sodass wir weiterhin übergewichtet Aktien, und zwar auf Kosten von Obligationen, bleiben. Was haben wir konkret in unseren Portfolios angepasst? Erstens, wir tauschen US-Dollar in Yen. Der amerikanische Dollar hat sich seit Oktober um mehr als 6,5% gegenüber dem Schweizer Franken oder dem Euro aufgewertet. Der Zinsvorsprung des Dollars ist mittlerweile aber auf einem historischen Höchststand angekommen. Die Anleger sind mehrheitlich long im Dollar, wir stoßen an technische Widerstände und auch die Saisonalität spricht gegen den Greenback. Beim japanischen Yen hingegen erwarten wir weitere Zinserhöhungen und gehen bei einem aktuellen Kurs von 155 davon aus, dass wir mehr Upside als Downside haben. Zweitens, wir verkaufen deutsche Staatsanleihen und kaufen amerikanische Staatsanleihen. Seit Mitte Dezember ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen von rund 3,6 auf 4,5% gestiegen. Der Trump-Effekt dürfte damit eingepreist sein. Zudem ist mit der Ernennung des fiskalpolitisch eher konservativen neuen Finanzministers Scott Bessent auch ein vorläufiger Halt des Anstiegs der Rendite zu erwarten. Wir nehmen deshalb die Gewinne bei unserer Long-Position bei europäischen Staatsanleihen mit und tauschen diese in die überverkauften amerikanischen Staatsanleihen. Drittens, wir kaufen bei Cat Bonds zu. Nach einem bereits sehr erfolgreichen Jahr 2023 mit rund 20% Rendite im US-Dollar dürfte auch das Jahr 2024 mit aktuell rund 16% Rendite in US-Dollar ein erfolgreiches Jahr für die sogenannten Cat Bonds werden. Diese Mehrrendite gegenüber amerikanischen Staatsanleihen reflektiert auch den starken Anstieg der Versicherungsprämien. Angesichts der Attraktivität von Cat Bonds und nach der aktuellen Hurrikansaison erhöhen wir unsere Position im Cat Bond Bereich weiter. Kommen Sie gut durch die Vorweihnachtszeit und bleiben Sie ausgewogen.